Also ein Problem bei transparenten Vergütungssystemen kann das Thema Neid sein. Ich weiß, was mein Nachbar verdient und fühle mich entweder ungerecht behandelt, weil ich weniger bekomme, oder habe vielleicht auch ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen, weil ich viel mehr verdiene, obwohl ich weiß, dass es gar nicht funktioniert. Dieses Modell geht schon auf die 60er Jahre des letzten Jahrtausends zurück. Adams Equity-Theorie, wir vergleichen uns immer, Input-Output-Relationen. Und in der Tat haben sie die Logik, dass wenn es jetzt transparent wird, habe ich ja eine saubere Basis, um mich vergleichen zu können. Und das könnte kritischer sein. Die Idee hinter der Idee ist ja immer, dass in dem momentan intransparenten System dieses System tatsächlich intransparent ist. Also ich finde, das am besten gehütetste Geheimnis, was alle kennen, ist das Thema Vergütung im Zweifelsfall. Also wenn Sie sagen, Mensch, aber darüber dürft ihr nicht sprechen, können Sie relativ sicher sein, dass zumindest mal eine gewisse Form von Transparenz da ist. Wenn Sie an die großen Firmen denken, nehmen Sie Daimler, nehmen Sie Bosch, was auch immer, die haben Gehaltsbänder. Ja, jahrelang sind Personaler rumgelaufen und haben Gehaltsbänder gemacht und dann war klar, wenn Sie jetzt Abteilungsleiter sind, dann sind Sie im Gehaltsband E2 von mir aus und E2 geht von 140.000 bis 180.000 Euro Grundgehalt plus Bonus, dann weiß ich auch genau, wo die Person ungefähr liegt. Ich weiß jetzt nicht, ob es 147 sind oder 163, aber ich kann die Hausnummer zuordnen. Oder wenn Sie überlegen, dass mit Hierarchien dann Autos verbunden sind und mit den Autos dann die Positionen und mit den Positionen wieder die Vergütung. Also meine Beobachtung auch aus der Praxis ist, dass das Thema Vergütung viel transparenter war, als es immer gedacht worden ist. Ja, also Sie haben den Gehaltszettel nicht 1:1, klar, aber ich weiß ja im Zweifelsfall auch nicht, wenn ich es transparent mache und Ihnen mein Gehalt sage, ob ich das richtige Gehalt nenne. Also auch da bliebe ja im Zweifelsfall noch ein kleiner Restzweifel. Ich verdiene vielleicht 90.000 Euro und sage Ihnen aber nur 75.000. Das Modell dahinter ist ja die Frage Vertrauenskultur oder nicht. Also kann ich darauf vertrauen, dass wenn ich jetzt ehrlich mein Gehalt nenne, dass das vertrauensvoll umgegangen wird damit mit der Information zum Wohle aller. Und da sind wir ein bisschen bei dem Aspekt, den wir vorhin schon mal hatten mit den Sternen. Ich sage meinem Freund, der gibt mir die Sterne und mein Freund gibt sie. Also habe ich opportunistisches Verhalten oder nicht? Das könnte auch hier ein Thema sein. Und die Antwort wäre vermutlich wieder die gleiche, wenn dieses Grundverständnis für das übergeordnete Ganze vorhanden ist. Und das ist vermutlich in kleineren Firmen schneller vorhanden als in großen anonymen Firmen, dann wird vermutlich auch mit transparenter Vergütung vertrauensvoller umgegangen werden. Also der Aspekt des Neids könnte vielleicht in Organisationen, die größer und anonymer sind, eine größere Bedeutung haben als in kleinen Organisationen. Durch die Transparenz kann Neid geschürt werden. Auf der anderen Seite bauen sie aber auch Unsicherheit ab, weil da mache ich mir keine Gedanken, oh, was verdient denn der andere oder der verdient vielleicht viel mehr, sondern es ist transparent. Und die Frage ist ja dann, was ist die Logik hinter dieser Intransparenz? Also wenn Person A feststellt in der Diskussion, Mensch, ich verdiene 70.000 und Person B macht den gleichen Job und verdient 80.000, dann ist ja die Frage, nach welcher Logik rechtfertigt sich eigentlich dieser Gehaltsunterschied? Das kann entweder der Zeitpunkt sein, in dem jemand ins Unternehmen gekommen ist, weil zum einen gab es ganz viele Bewerber, beim anderen gab es viel weniger Bewerber, dann ist es nachvollziehbar oder es hat was mit der spezifischen Erfahrung zu tun, mit der Person, was auch immer der Grund ist. Wir haben aber hier dann den Druck auch auf das Unternehmen, die Kriterien transparent zu machen, warum jemand mehr als der andere verdient. Und wenn die Kriterien transparent und nachvollziehbar sind, kann ich das vielleicht auch mehr akzeptieren. Ansonsten habe ich eine Intransparenz. Ich weiß es nicht. Ich habe aber das Gefühl, der andere bekommt mehr. Und mir ist auch noch nicht mal so klar, warum der eigentlich mehr bekommt. Weil nach meinen Kriterien darf der nicht mehr bekommen. Und dadurch, dass es ja alles intransparent ist, wird nicht drüber gesprochen. Da kann eigentlich noch viel mehr Frust entstehen. Wenn ich jetzt wüsste, Sie verdienen einfach 10.000 mehr als ich, dann würde ich gerne wissen, warum ist das eigentlich so? Kann ich das nachvollziehen? Okay, ich kann es nachvollziehen. Kann ich das ändern? Vielleicht durch eine Entwicklung. Und wenn ich das nachvollziehen kann, kann ich es viel besser akzeptieren. Und wenn das Unternehmen mir das nicht erklären kann, wenn das nur sagt, hey, der hat einfach nur besser verhandelt, dann kann ich natürlich aufs Unternehmen zugehen und sagen, okay, gut, jetzt will ich auch besser verhandeln. Ja, also ich finde, dass die Transparenz nicht nur das Risiko des Neids hat, sondern auch die Chance, gerechtere Systeme zu entwickeln. Die Quintessenz wäre Transparenz mit System. Also eine Systematik, die nachvollziehbar und begründbar ist und von allen Leuten auch verständlich ist. Also das heißt Transparenz in eine Verfahrensgerechtigkeit so mit reinzunehmen, dass das Verfahren, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist, als verständlich und als gerecht verstanden wird.
Die Verteilung ist dann transparent, aber das Verfahren ist die Basis, was dann drunter liegt und auch die Akzeptanz für diese vielleicht auch unterschiedliche Verteilung herstellt.